Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute sind wir wieder unterwegs in den Alpen und wollen uns wieder oder weiter neue Stellungen anschauen, die wir jetzt noch nicht kennen, vom Ersten und von dem Zweiten Weltkrieg. Und im Hintergrund seht ihr schon, hier gibt es ein Grabensystem, was schon wieder etwas hergerichtet wurde vom Ersten Weltkrieg, und das wollen wir uns anschauen. Und dann haben wir heute noch einige Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Plan. Ob wir die finden werden, das wird sich noch herausstellen. Also viel Spaß mit diesem Video. So, wir bewegen uns jetzt hier durch ein Grabensystem. Man sieht schon, dass das hier mal hergerichtet wurde, sonst wäre das höchstwahrscheinlich jetzt auch gar nicht mehr so zu sehen. Und es hat jetzt hier so einen Alpenpass praktisch durchzogen. Es zweigt sich jetzt hier auch ab. Gehen wir mal bis ganz nach oben. Hier sieht man auch schon die ersten Schießscharen, die in diese Richtung hier runter gingen. Okay. Ja. Das heißt, von der Seite höchstwahrscheinlich wären die Gegner angerannt. Ja, hier sieht man dann jetzt mal das Gefechtsfeld mehr oder weniger vom Graben aus, was hier drüber guckt. Das sind auch irgendwie noch so einzelne Aufhäufungen, die auch ein bisschen unnatürlich aussehen. Es kann sein, dass da auch mal so kleine Stellungen noch waren zwischendurch. Beobachtungsstellungen vielleicht, vorgelagerte. Weil es ja hier ein schwieriges Gelände ist, das alpine Gelände. Oh Gott, jetzt habe ich mich erschrocken. Also mit Tieren ist hier viel los. Hier ist ein kleiner Molch. Nee, das ist ein Alpensalamander, wenn ihr den hier sehen könnt. Niedlich. Ja, also wir haben jetzt hier schon wirklich sehr viele Tiere auf dem Plan gehabt. Das ist man so immer nicht gewohnt, deshalb erschrickt man sich in dem Moment. Also ihr seht, das Grabensystem erstreckt sich schon wirklich über einige 100 Meter locker. Wir sind jetzt praktisch ein System von da unten hier hochgekommen. Hier ist noch ein zweites angelegt und hier unten geht es halt ganz steil nach unten. Auf jeden Fall soll es hier in der Nähe noch Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg geben. Vielleicht sind die hier dann auch irgendwie mit angegliedert worden. Das wird sich dann zeigen. Aber hier hat man jetzt praktisch, hier ist der Graben schon sehr zerstört. Vielleicht stand ja hier auch irgendwie dann was. So, und hier geht es halt relativ steil nach unten. Jetzt könnt ihr das hier sehen. Ja, von unten ist das hier oben dann fast gar nicht zu erkennen, ne? Also wenn man jetzt hier hochgekommen wäre, keine Chance. Okay, bei dieser Seite endet der Graben jetzt. Also wir sind jetzt hier vorne einmal rumgegangen. Hier in der Mitte stand höchstwahrscheinlich ein Gebäude. Dann geht man hier praktisch nur einmal drumherum und geht dann wieder in den Graben zurück. Also hier endet das auf dieser Seite dann. Wir haben jetzt hier auch schon wieder erste Überreste von entweder weitere Gräben oder Stellungen, die man hier fertig gemacht hat. Weil hier sind auch überall so Metallsachen, Dosen höchstwahrscheinlich. Da ist auch noch ein Stück Stacheldraht, sehe ich gerade am Baum. Oh. Hier ist auch noch eine Dose. Schon sehr alt. Hier wird man noch mehr finden. Deshalb müssen wir mal aufpassen, nicht dass wir irgendwo drüber stolpern.
Wir müssen jetzt praktisch in diese Richtung jetzt hier runter. Ja Leute, hier hängt alter Stacheldraht, aber richtig weit oben im Baum, was drauf schließen lässt, dass der mal hier unten war und mit dem Baum verwachsen hier nach oben gegangen ist und hier unten dann halt irgendwann abgerissen ist. Ja, das ist noch richtig Geschichte hier. Ja, also kann man sich vorstellen, wie weit das hier auch abgeriegelt war. Da müssen wir echt aufpassen, nicht, dass wir irgendwo noch drüber stolpern. Ihr werdet es höchstwahrscheinlich auf der Kamera nicht entdecken. Hier ist ein Teil vom Bunker, und zwar für die Belüftung. Das bedeutet, wir müssen hier irgendwo auf einem Bunker stehen. Hier ist das Ding. Kaum zu entdecken, auch nicht besonders groß. Davon gibt es mehrere dann, je nachdem was das für einer ist. Das heißt, wir stehen hier auf dem Bunker und ich glaube, wir haben hier eine Klappe gefunden. Boah, das ist auch eine riesige Klappe. Boah. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob wir die aufkriegen. Ich hoffe, es gibt noch einen anderen Zugang. Die ist ja richtig groß. Und vermutlich haben wir da noch eine Tür. Mal gucken, ob das auch alles soweit offen ist, bevor wir uns an diese große Tür machen. Boah. Das ist richtig krass. Und wie gut getarnt das ist hier. Also ihr seht, wir sind wieder fündig geworden und werden jetzt gleich das System hier erkunden. Wie gesagt, da unten ist erst die große Luke, die wird mit zu dem Bunker gehören. Das bedeutet schon mal, der ist entsprechend groß. Wir freuen uns drauf. Okay, ab geht's. Oh, sehr niedrig. Belüftung. Material. Ui. Ach du grüne Neune. Oh, hier oben kommt man zum Kampfturm. Mit einem MG und da ist sogar so eine Zeichnung. Das ist sehr interessant. Die gucken wir uns gleich mal von oben an. Ich muss erstmal diese Treppe hier hochkommen. Achtung, was drunter. So, ich bin jetzt hier im Kampfturm, wo das MG installiert war. Ja, man kann Richtung Straße gucken. Ich kann euch mal eben hochnehmen, damit ihr das auch seht. Hier geht's raus, Richtung Straße. Hier ist diese Zeichnung mit Angaben wahrscheinlich, wie weit die Distanz zu den Objekten ist. Hier noch so Luken, um den Raum hier rechts von der Glocke zu beobachten. Hier höchstwahrscheinlich ein Notausstieg. Und hier das gleiche auch für Beobachtung. So, wir haben jetzt hier noch eine Klappe. Also die ist weg, die Klappe, die steht hier in dem Vorraum. Und jetzt geht es hier leicht bergab praktisch gesehen hier noch weiter rein. Keine Ahnung, ob das hier auch ein Notausstieg ist. Wir versuchen den jetzt einfach mal zu gehen. Wir können dann aber nur einen Vierfüßlergang oder gehockt
durchgehen. Ich würde gehockt bevorzugen, weil hier unten ist auch alles komplett nass. Dann fangen wir mal an. Jetzt sehe ich auch schon das Ende. Also tatsächlich meine ich, kommt mal zu einer Tür. Ich bin nicht ganz sicher. So, jetzt, ihr seht hier, wie ich mich jetzt hier durchbewege. Das geht jetzt ordentlich schön auf die Oberschenkel, die Knie. Da kommt zu irgendeiner, ihr könnt es vielleicht noch nicht sehen, zu irgendeiner Tür. Wenn die nicht offen ist, müssen wir wieder zurück. Kommen wir wirklich zu einer zweiten Luke. Mal gucken. Ja, wir können sie auch hochdrücken. Also wir kommen hier raus. Aber die ist sau schwer. Und irgendwie blockiert die. Oben, okay. Vielleicht ist noch irgendwas davor. Oder zu stark verrostet. Wir wieder raus. Wir sind jetzt wieder in dem Vorraum und gehen raus. Wir sind also praktisch nicht zu der großen Tür gekommen. Das heißt, das ist ein separater Bunker hier. Mal schauen, wie wir jetzt in den großen Bunker kommen. Das bleibt noch spannend. So, also wir haben hier einen riesen Zugang, der hier aber oberhalb an der Kante verschweißt wurde. Es müsste aussehen wie hier. Und hier kann ich es auch noch ein bisschen hochziehen. Ihr hört es. Aber es ist hier jeweils verschweißt und hier unten aus irgendwie so komisch. Und hier unten könnt ihr schon erkennen, hier am Felsen. Ich gehe mal eben kurz noch ein bisschen nach unten. Oh, hier haben wir die Metallscharte. Die könnte man höchstwahrscheinlich auch aufmachen hier, händisch. Das ist aber auch alles verrostet. Also hier wird dann auch ein MG drin gewesen sein. Das hier ist alles so künstlicher Fels. Das ist schon Wahnsinn. Das fällt hier überhaupt gar nicht so auf. So, und der andere Zugang, wo ich durch den kleinen Tunnel raus wollte, der müsste auf dieser Seite sein. Da unten liegen auch Metallteile. Wahnsinn. Tatsächlich haben wir hier diese Luke gefunden. Da, wo ich in dem Tunnel war und hätte rauskommen müssen. Die befindet sich hier. Ja, Notzugang, Notausstieg. Mal gucken, ob wir vielleicht von dem anderen Bunker noch einen Einstieg finden oder Notausstieg. Auf der Erkundung, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Aber Schatten ist wahrscheinlich drauf. Habe ich hier einen Ameisenhügel gefunden. Der ist ja richtig Betriebsamkeit. So viele Ameisen auf so einem Ameisenhügel habe ich auch noch nicht gesehen. So, ich versuche jetzt hier immer noch ein bisschen das Gelände zu spotten. Normalerweise müsste auch dieser Bunker einen Notausstieg haben. Der könnte natürlich ebenso gut getarnt sein. Und hier ist ein großer Frosch. Ein Laubfrosch. Seht ihr den? Also man muss schon immer aufpassen. Immer gut auf den Boden gucken, alleine wegen den Schlangen. Dass man halt nicht unnötig Tiere gefährdet, wenn man hier so durch die Wälder geht. Es ist kein direktes Naturschutzgebiet, wo man nicht abseits der Wege laufen darf. Aber trotzdem immer ein bisschen aufpassen. So, wir sind jetzt einmal da hinten rumgegangen. Hier rüber. Hier rum. Und da oben könnt ihr sehen. Wie ich es mir gedacht habe, gibt es auch hier einen Notausstieg für die Anlage. Und es ist leider wieder so ein Schlufgang, wo ich durchkriechen muss. Naja, okay.
Dann wollen wir das noch mal machen, weil es war ja schon interessant, warum das da so oben so eine große Klappe hatte. Der Zugang könnte ein Indiz sein, dass das halt für eine große Kanone gewesen ist. Okay. Ausgemacht, dass wenn ich jetzt hier durchkrieche, sie ist da oben an der Platte mit dem Hauptzugang, dann versuche ich da mal zu klopfen, wenn es wirklich dahin führen sollte. Ach, hier kommt das mal ein kalter Schwall entgegen. Ja, ich werde mich melden, wenn ich jetzt hier diese scheiß Passage überwunden habe. Ich bin jetzt hier durch auf dem Vierfüßlergang, das war am angenehmsten. Und jetzt kommen wir hier aber zu so einer Leiter. Die hier zu einem Turm führt. So, ich werde euch jetzt mal kurz hier hinstellen. Ja, bei solchen Aktivitäten braucht er definitiv keinen weiteren Spruch mehr. So, wir haben auch hier diese Zeichnung, die ist schon am Abblättern. Hier eine richtig große Schade. Das sieht hier schon fast aus, als ob hier eine kleinere Kanone stande. Das wirkt definitiv deutlich größer wie in dem Gefechtsturm, wo wir waren. Hier habt ihr so einen Seilzug an der Decke, der die Schaden höchstwahrscheinlich wieder aufgezogen hat. Und dann geht es hier weiter. Ablageflächen. Was ist hier? Hier ist nur so eine Nische, okay. Vielleicht auch ein Notausgang vom Geschützbereich hier hin. Das ist jetzt alles ein bisschen verwinkelt. Porta Anticheque. Okay. Also Tür zur Anticheque. Das ist wahrscheinlich Ortschaft. Da klopft schon jemand. Das heißt, Melanie muss hier in der Nähe sein. Boah. Boah. Sehr eng. Sehr eng, Leute. Boah. Das ist richtig eng hier. Ja, es ist ja so dermaßen verwinkelt hier. Jetzt kommen wir hier in den Hauptraum. Müsste ich hier hoch oder was? Ja. Aber die Treppen kann ich nicht mehr gehen, die Trittstufen. Die sind kaputt. Ging es noch anders? Ich höre sie aber hier von der Seite. Jetzt wird es richtig strange. Ist das hier schon wie ein Labyrinth? Aber ich sehe sie nicht. Nee. Vermutlich ist das dann da oben der Ausgang gewesen. Aber da wäre ich nicht hochgekommen. Die Wände sind einfach zu nass, um sich hochzudrücken hier. Hier ist ein richtiger Wasserfilm. Deshalb kann ich hier eigentlich nur zurück. Ja, ich muss hier zurück.
Krass. Jo, Schatz. Ich bin hier. Aber ich kann nicht klopfen. Jo. Tatsächlich. Sie ist hier über mir. Das ist ja interessant. Ja, das ist im Prinzip eine zweite Etage, wo ich hätte jetzt da hinten hoch klettern müssen irgendwie, aber die Trittstufen waren alle abgeflext und wie gesagt, die Wände waren zu nass, sich da jetzt hochzuziehen. Da wäre ich jetzt wahrscheinlich direkt unter diesen Metallplatten von oben gewesen. Gut, aber sehr interessant, wieder komplett anders die Geschichte hier. Auch was hier stand. Sie klopft immer noch. Oh, nicht, dass gleich der Bunker jetzt zusammenbricht. Ich werde jetzt hier runtergehen und dann sehen wir uns gleich draußen wieder. Wir sind hier immer noch im Wald unterwegs und suchen weitere Bunker. Und ich habe da oben was Verräterisches gesehen, da oben. Ihr könnt das jetzt wahrscheinlich nicht mehr so gut erkennen. Hier dahinter habe ich eine Lücke gesehen, die auf dem Bunker verweist. Hoffentlich ist es nicht wieder so ein komischer, schmaler Notausstieg. Es sind hier insgesamt zwei. Hier, aha. Hier ist schon wieder auch eins, war da unten noch. Ah, okay. Das ist der Notausstieg hier. Wieder so angeordnet. Boah, hier sind aber schon übel Mücken. Boah. Leider bremst das immer hier oben. Das kann man da nicht mehr aufdrücken. Aber ich denke mal, dass der da oben offen sein wird. Und dann wird höchstwahrscheinlich hier in diesem Gebiet auch noch ein zweiter sein. Weil ich vermute, dass die parallel angeordnet sind, um beide Bezugspunkte der Straße im Blick zu haben. Und dann halt so ein flächendeckendes Feuer abgeben konnten. Also übergreifende Feuerlinien ziehen konnten. Ja, das ist tatsächlich die Schade, nämlich, okay. Die ich gesehen habe. Können wir da auch mal reingucken? Ja. Oh, das ist glaube ich noch ein Stück von der Kanone hier. Das vordere Teil. Und hier oben ist wieder der eigentliche Zugang. Tja, dann wird es glaube ich doch schwierig. Da müsste man da unten rein. Ja, ich guck mal, ob ich es weiter aufgezogen bekomme. Hier seht ihr noch zwei Deckel von der Belüftung. Also wir sind jetzt gerade direkt auf dem Bunker und man sieht hier auch noch Rückstände, überall Metallteile. Und hier sieht man auch Rückstände leider der NATO-Streitkräfte, die hier dann noch weiter das Ganze im Beschlag hatten. Das sind alte EPA-Verpackungen. Das ist halt Plastik, ne? Das sieht immer noch aus, wie als ob es gestern hat jemand fallen lassen. Oh, schaut mal an, was wir hier gefunden haben. Noch ein Zugang. Ja, ihr seht ja hier, ne? Hier sind auch wieder so Grabensysteme angelegt. Sieht man schon so leicht im Gelände. Geht das hier rein. Ich vermute mal, dass der
zweite Bunker nicht allzu weit entfernt ist. Ja, mal gucken, ob diese Tür offen ist. Das wäre deutlich praktischer. Unheimlich viele Mücken hier am Start. Hier bewegt sich gar nichts. Alles komplett festgerostet. Hier konnte das auch verschlossen werden. Da ich vermute, dass das eine Anlage ist, die parallel zu den ersten Anlagen ist, werden wir höchstwahrscheinlich auch nichts großartig anderes drin sehen. Wir gucken jetzt hier unten nochmal. Vielleicht nochmal durch den Notausstieg, aber wir können auch erstmal den anderen Bunker suchen, der ist nicht so weit entfernt. Hier unten sind auch irgendwelche alten Konservendosen. Ja, ich denke, das ist erstmal der Plan, bevor wir hier Manpower reinstecken, um diesen einen Eingang da zu öffnen. Genau. Genau solche Sachen sind es, auf die ihr immer achten müsst. Wieder für Luftaustausch, für die Luftzirkulation im Bunker. So, und ihr seht nämlich jetzt erstmal gar nichts. Bis auf dieses verräterische Teil, was uns sagt, dass hier irgendwo ein Bunker ist. Jetzt gibt es die Möglichkeit, noch die Scharte zu finden und dann entweder ein oder zwei Notausgänge oder Zugänge, je nachdem. Das sieht doch schon mal sehr interessant aus hier. Siehst du, wir erzählen gerade hier und stehen schon mitten drauf. Hier eine alte Dose. Und hier ein offener Zugang, so wie es aussieht, ja. Auch wieder anders, eine Treppe. Mitten im Wald. Jo. Machen wir mal die Taschenlampen. Und dann geht's rein. So, schauen wir uns mal das gute Teil an hier. Boah, Mücken verseucht. Uiuiui. Das ist ja wieder ein ganz schmaler Zugang. Also Leute, ich muss so hier reingehen, damit ich hier durchpasse. Auf der anderen Seite geht es genauso wieder hoch. Interessant, was haben wir hier? Hier haben wir die erste Kammer, wo Verbrauchsgüter abgelegt werden konnten. Ja, wie gesagt, mein Italienisch ist nicht vorhanden. Ich weiß jetzt nicht, was hier im Einzelnen dran steht. Aber fühlt euch genötigt, das gerne in die Kommentare zu schreiben. Oh, kalt ist es hier auch jetzt. Hier ist es mal richtig kalt. Liegt aber daran, dass draußen auch wieder eine richtige Hitze ist und der Unterschied dann so krass ist. Aha. Okay, dann ist hier oben der Notausstieg. Sehr merkwürdig. Und hier, ja, so wie wir das vorhin gesehen hatten, ist das der Bereich von dem Maschinengewehr. Und da unten kommt man dann in den Bunker. Der ist im Prinzip parallel zu der Maschinengewehrstellung, die wir vorhin uns schon angeschaut hatten. Deshalb brauchen wir hier gar keine Anstalten machen, da jetzt erst reinzukrabbeln. Da werden wir nichts anderes sehen. Aber interessant, wie das hier wieder angelegt ist. Oh. Und raus geht's. So. Jetzt haben wir auch nochmal die Luke hier gefunden, von dem MG höchstwahrscheinlich.
Also ihr hört es im Hintergrund, wir laufen nämlich hier wirklich einer Passstraße entlang. Und keiner weiß eigentlich, was hier in den Wäldern ist. Da. Das hier ist alles zusätzlich betoniert. Und das ist hier die Scharte. Das können wir sogar aufmachen. So sieht der Turm nämlich hier drin aus. So, ich mache euch mal eben ein bisschen Licht. Ich glaube, man sieht das nämlich nicht gut. So, jetzt sieht er das ein bisschen besser. Hier ist das MG platziert gewesen, was hier Richtung Straße feuern konnte. Und das Ganze wurde hier auch nur... Moment, ich muss mal eben gucken, wie ich das jetzt hier mache. Mit der Taschenlampe. So. Und dann konnte man das hier einfach... Das ist ja auch sehr schwer hier. Das wieder verschließen. Und so war das ganze Ding hier richtig gut getarnt. Nicht schlecht. So Leute, das soll es jetzt an dieser Stelle mit dem Video gewesen sein. Ihr habt jetzt wieder einen Eindruck bekommen, wie extrem das dann doch hier am Alpenwall betrieben wurde mit dem Bau der Bunker. Es sind immer wieder verschiedene Systeme, je nachdem wie die Gegebenheit hier vor Ort war. Also wir haben hier nicht diese typischen Regelbauten wie bei den Deutschen damals, sondern man musste sich ja hier dem Gelände halt wirklich stark anpassen und somit sehen diese Bunker auch innen immer wieder anders aus. Ja, wir hoffen, euch hat das Video bis hierhin wieder gefallen. Ihr hattet Spaß und ihr bleibt uns weiter treu auf dem Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!